Hi Leute, ich bin der Lucia vom Fahrradgeschäft Konrad in Frankfurt am Main bei der Eurobike 2023. Und mit dabei ist der Tobi, und wir haben für euch die neue Marke XGO dabei. Wir haben jetzt schon ein paar Videos, glaube ich, hochgeladen zu dem Zeitpunkt. Wenn ihr so ein bisschen was über die Geschichte wissen wollt, was ist XGO, wie kommt es zu der Marke, guckt euch gerne mal das Gravelbike-Video an. Jetzt haben wir ein absolutes Highlight auch von dieser Marke in diesem Modelljahr für euch dabei, und zwar das MTF E3. Ja, also hier haben wir wieder, also XGO, neue Marke, sehr auf Optik und Preis-Leistung halt haben sie es ne? Wichtig hier ist zu wissen, diese Art von Räder gab es vorher schon, nur jetzt wurden die noch mal ein bisschen geupgradet. Das heißt, dieses Rad kennt ihr bestimmt auch, bei uns hatten wir das im Laden oder haben es noch im Laden. Tiefeinstieg, Fully, ist jetzt hier in dieser Version aber mit einem 750er Akku sogar schon. Das war vorher wegen der Rahmengeometrie nicht so gut möglich, war schwierig. Jetzt haben sie es hingekriegt mit einem kompletten neuen Rahmen. Ne? Genau. Und der Rahmen, der ändert tatsächlich auch die Kinematik von dem Tiefeinstiegsfully deutlich. Der Dämpfer sitzt jetzt anders, also er ist nach hinten ausgerichtet. Vorher saß er hier hinten ja, zwischen Schwinge und Hauptrahmen eigentlich relativ senkrecht. Und das hatte so ein bisschen den Effekt, dass wenn du dann mit Turbo und einem niedrigen Gang angefahren bist, da hatte ich die Schwinge so ein bisschen eingeholt. Hat sich ganz kurz ein bisschen komisch angefühlt, war natürlich fahrtechnisch überhaupt kein Problem. Aber ja, einfach so vom Gefühl her war es kurz so, huch, ich werde vom eigenen Rad überholt. Und das haben wir jetzt hier mit überwunden mit der neuen Rahmengeometrie. Nochmal ein kleines Update, das das Ganze nochmal ein bisschen besser macht. Und für uns super angenehm. Man kommt auch viel besser an den Dämpfer dran, um hier mal schnell ein bisschen Luft einzufüllen bzw. die Einstellungen vorzunehmen. Man muss natürlich dazu sagen, wenn man das Fahrwerk zugemacht hat, hat man dieses leichte Anfahrtshopsen nicht so gemerkt. Von daher ist das jetzt eigentlich ja, so eine Einstellungssache, aber will natürlich bei einem Fully klar den Komfort haben, dass das immer schön einfedert. Ne? Was hier bemerkenswert ist, wir sind von der Leistung her nochmal deutlich drüber wie bei den Modellen vorher. Größerer Akku, neue Lampe, aber wir sind nicht vom Preis gestiegen. Das ist halt schon mal eine feine Geschichte, weil wir haben hier Fernlicht und haben halt den größeren Akku und bleiben halt bei unter 5000, was halt schon eine echt feine Sache ist. Ne? Genau, also wir sind bei 4.999,99 Cent. Also wir sind tatsächlich genau bei den 5.000, wenn man so will, gelandet. Aber wie schon gesagt, mit einem richtig tollen Makeover, mit einem schönen Upgrade, was das System auch angeht und den Akku angeht. Also da kann man eigentlich sagen, dass der Preis realistisch sogar gefallen ist, weil wir kriegen wesentlich mehr Leistung für das gleiche Geld. Ja. Vorne, weiß nicht, haben wir es schon gesagt, 4-Kolben-Bremsanlage. Ne? Genau, wir sind wieder beim Deore-Standard. Vorne 4 Kolben, hinten 2 Kolben. Also schon so Upper Class, was die Trekkingbikes angeht. Ja. Gleiches gilt auch für die Schaltung. Ne? Ja, Schaltung ist halt schon super Premium, wenn du mal holst. Das ist eine XT-Schaltung, ne? Wie bei den Top-Mountainbikes. Das ist schon mal eine super feine Geschichte. Wie viele Gänge haben wir hier? Ich glaube, wir sind ganz klassisch bei den 11 Gängen. Passt auch so ein bisschen zum Trekkingbike. Also hier werden wir mit Sicherheit jeden Berg mit hochfahren können, der sich so in den Weg stellt. Schön finde ich auch entnehmbarer 750er Akku, plus ich kann hier am Rahmen schön aufladen. Ist einfach eine feine Geschichte, wenn ich jetzt in der Garage bin mit dem Rad oder so. Vorne eine SR Santur Mobi 34, das heißt 34er Standrohre, Luftfahrwerk, vorne wie hinten. Also mit dem Rad kann man schön über die Wälder dieser Republik hinübergleiten, oder? Genau. Vom Design her finde ich es auch richtig gelungen. So ein matt warmes Silber haben sie es, glaube ich, genannt, oder? Früher jedenfalls. Ja, also ich glaube, es ist wieder ein kleines Update, wo sich der Farbton ein bisschen verändert hat. Das ist jetzt Frost, also so ein kleines bisschen kälter sozusagen, zumindest vom Namen her. Ist aber immer noch so ein bisschen Sandfarben, matt, ziemlich schick. Dann mit den schwarzen Akzenten und den braunen Skinwall-Reifen. Also optisch ist ein absolutes Highlight. Ja, finde ich auch. Also es ist wirklich stark. Wir haben wahrscheinlich wieder zig Highlights vergessen, wie zum Beispiel, dass sie hier neue Applikationen haben. Hier dieses Logo, dass das hier so hochgeprägt drauf ist. Ne? Also so ein Gummibadge. Dann haben wir hier noch die Dropper-Post, ne? Also die Abstiegshilfe. Das heißt, das ist halt schon mal eine coole Sache. Ne?
Und ja, das ist halt einfach cool, ne? Dass hier an alles gedacht wurde. Also es gibt halt kaum Wünsche, die hier nicht erfüllt sind, ne, bei dem Rad. Wird auf jeden Fall, denke ich mal, wieder stark ankommen, weil diese Gattung von Rädern ist bei uns wirklich sehr gefragt. Ne? Genau, also so ein Trekking, Mountainbike, SUV, Fully ist halt einfach eine feine, super bequeme Geschichte. Und da ist es eigentlich ganz egal, ob ihr nur im Wald unterwegs seid oder zum Bäcker fahrt. Damit kann man alles machen. Und das ist halt einfach ja, eine super Geschichte. Ja. Wenn ihr nichts mehr weiter verpassen wollt von der Eurobike, weil wir sind jetzt hier bei der ersten Marke, ne, gern mal bei uns auf dem Kanal ein Abo da lassen, dann kriegt ihr auch immer mit, wenn wir neue Videos hochladen, weil alle kriegen wir wahrscheinlich jetzt nicht direkt die nächsten Tage hochgeladen. Wenn Fragen sind, gerne in die Kommentare. Ansonsten sage ich mal euch noch viel Spaß beim Zugucken der ganzen Videos, die wir haben. Ne? Bis zum nächsten Mal. Bis Ciao, dann. Leute.